Was geht ab, Leute? Wir befinden uns mal wieder im Dojo und heute gibt es die versprochenen Katana-Tutorials oder halt das erste Tutorial fürs Katana. Das Wichtigste, dass ihr erstmal wisst, womit wollt ihr trainieren. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Erste Möglichkeit ist dieses Ding hier. Das nennt sich Boken. Es ist im Prinzip ein Holzkatana. Ja? Das ist natürlich gut aus Sicherheitsgründen, weil wenn ihr jetzt ein scharfes Schwert habt und ihr wollt mit dem scharfen Schwert üben, kann man sich ganz schnell mal irgendwie den Fuß abschneiden oder den Arm abschneiden. Darum lieber nicht mit einem scharfen Schwert trainieren, sondern mit diesem Holzschwert, Boken. Den Link, wo ihr so ein Teil kaufen könnt, tue ich unten in die Beschreibung rein. Kostet 10 € oder so, also das ist wirklich zum Üben sehr gut. Dann gibt es noch Shinai. Shinai ist dieses Bambusschwert. Das kennt ihr vielleicht aus dem Kendo, wenn die sich damit auf den Kopf hauen. Mit dem Shinai würde ich nicht unbedingt üben. Das Shinai ist eher zum Kämpfen gegeneinander. Die sind extra dafür ausgerichtet, dass man damit voller Wucht gegeneinander schlagen kann, dass es nicht bricht. Mit diesem Boken hier, das könnte schon brechen. Also wenn ihr volle Kanne gegeneinander schlagt damit, mit Kontakt, könnte es brechen. Aber das ist sehr gut, wenn ihr die Schwerttechniken üben wollt, weil man sieht ja, das ist hier, das soll die Klinge darstellen. Das hier zeigt den Schwertrücken. Darum wisst ihr genau, es fühlt sich genau an, als wenn ihr jetzt ein echtes Katana in der Hand habt. Echtes Katana wäre das hier. Ja, sieht genauso aus. Dieses Katana hier ist auch ein Übungskatana. Es ist leicht, das ist aus Aluminium, das ist eigentlich für Formen geeignet. Ja? Man darf bei Kampfsportturnieren nicht mit scharfen Schwertern starten. Darum gibt es diese Katana. Zeig mal hier die Klinge. Also dieses Katana ist stumpf, wie man sieht. Und sehr leicht. Also das ist für Formen geeignet. Das habe ich damals aus den USA bestellt. Ist auch sehr, sehr teuer. Über $200, $300 irgendwie. Oder noch mehr, ich weiß es gar nicht. Und außerdem kommen da sehr viel Shippingkosten dazu. Ich glaube nicht, dass man die hier in Deutschland kaufen kann. Darum, so ein Boken reicht für den Anfang sehr gut aus. Für den Anfang, wenn ihr jetzt keinen Boken habt und kein Katana habt, könnt ihr natürlich auch so einen Besenstiel nehmen. Ja? Einfach hier zu Hause abschrauben von eurem Besen. Ich meine, jeder hat einen Besenstiel zu Hause oder einen alten oder ihr kauft euch einen, kostet 2 € im Baumarkt oder so. Reicht für den Anfang auf jeden Fall aus, bis euer Boken angekommen ist, weil hier seht ihr halt nicht, wo ist die Klinge vom Schwert, wo ist der Rücken vom Schwert und das kann schnell einfach Laserschwerttechnik werden und das wollen wir ja nicht. Solltet ihr euch entscheiden, mit einem echten Katana zu üben, ja? Nehmt auf keinen Fall ein Deko-Katana. Also ihr müsst euch vergewissern, ob ihr ein Deko-Katana habt oder ein echtes Katana. Der Unterschied ist, ein Deko-Katana geht ganz schnell kaputt und das hier ist uns kaputt gegangen. Wenn ihr sehen wollt, wie es kaputt gegangen ist, weil es war echt eine lebensgefährliche Situation, müsst ihr das Video dort anklicken und da seht ihr, wie das in Schrott gegangen ist. Was halt wichtig ist, dass dieses Schwert vom Prinzip her ist es stumpf, also zum Üben geeignet. Ja? Es ist allerdings spitz, zum Erstechen ebenfalls geeignet. Jedoch der Griff, guck mal hier, die Klinge ist schon gefährlich, hart und spitz wie gesagt. Aber bei einem echten Katana wäre das hier, wäre die Klinge durch den Griff durch und hier vernietet. Das ist hier eben nicht gemacht worden, sondern die Klinge wurde einfach da reingesteckt, ich glaube festgeklebt. Und das hier ist auf Fake-Basis, ja, hier, keine Ahnung, wie teuer das Schwert war. Aber mit diesem Schwert, wie ihr sehen könnt, wie leicht dieser Plastikgriff bricht, ja. Wenn ihr damit irgendwie eure Spins macht, auf einmal bricht euch das ab und ihr haut euch das irgendwo rein. Ist vielleicht nicht so gut. Darum vergewissert euch, wenn ihr mit einem echten Schwert übt, auch wenn es stumpf ist, ob der Griff hier vernietet ist. Also ich weiß ja, ihr wollt alle die Spins können, ja? Also diese Drehung hier.
Die meisten haben ja keinen Bock, korrekte, saubere Schläge zu lernen. Kommen auch noch auf diesem Channel, aber fürs Erste zeige ich euch diese Spins, weil alle Cosplayer, alle Lab-Leute, was auch immer, ihr wollt auf der nächsten Game Convention, wenn da irgendwo so ein Laserschwert liegt, wollt ihr damit ausrasten. Also ich zeige euch jetzt die Basic Katana Spins oder allgemein Schwertspins, Laserschwertspins. Und zwar vorwärts, rückwärts, innen, außen und innen und außen. Okay, diese Spins, die ich gerade meinte, macht man meistens nur mit einer Hand. Mit beiden Händen wird es nicht ganz so cool aussehen, ja? Aber wenn man es mit einer Hand macht, geht das locker flockig. Grundlegend kann man sagen, Rechtshänder halten das Katana mit der rechten Hand oben, Linkshänder mit der linken Hand oben. Das hat folgenden Grund. Also Katana hält man eigentlich, oder die meisten Schwerter hält man mit beiden Händen auch, ja? Wenn ich jetzt die eine Hand wegnehme und nur mit einer Hand schlage, dann ist sie hier oben, da wo sie hingehört. Wenn ich jetzt hier unten greife, das würde nicht funktionieren. Darum Rechtshänder rechts oben, Linkshänder linke Hand oben. Als allererstes würde ich mein Handgelenk erstmal aufwärmen. Und da gibt es eine Übung, die habe ich schon mal gezeigt. Und zwar, ihr stellt euch gerade hin, wenn ihr es richtig traditionell halten wollt, die andere Faust hier ran. Ihr streckt euren Arm aus und jetzt bounced ihr mit dem Schwert immer nur von links nach rechts. Links, rechts. Ja? Zweimal bouncen ist eine Wiederholung. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und davon macht ihr Sätze 3x20, 3x100, wie ihr schafft. Das wird richtig in den Unterarm reingehen und damit entwickelt ihr diesen Griff, dass ihr das Schwert richtig fest haltet und dass das Schwert eine Verlängerung von eurem Arm wird. Ja? So bekommt ihr das Gefühl für das Schwert. Und ihr solltet nicht, wenn ihr diese Übung macht, über 90 Grad hier runtergehen, das nicht, sondern ihr solltet versuchen, dass das Schwert wirklich nur bis hier ungefähr geht und dann direkt auf die andere Seite und das auf Geschwindigkeit. Wenn euer Handgelenk aufgewärmt ist, könnt ihr anfangen mit den Basic Spins. Die Spins sind auch fürs Handgelenk. Ja? Dieses lockere, stabile Handgelenk, das muss man erstmal entwickeln. Das geht nicht von heute auf morgen. Also wundert euch nicht, wenn das jetzt nicht sofort aussieht, wie es bei mir aussieht. Vor allem habe ich hier dieses richtig geile, leichte Aluschwert. Genau dasselbe. Ihr streckt euren Arm komplett aus, weil wir wollen ja die komplette Reichweite von dem Schwert haben. Wenn ich meinen Arm komplett ausstrecke, habe ich hier bestimmt 2 Meter Reichweite. Wenn ich das mit so einem halb angewinkelten Arm mache, das ist keine richtige Technik. So, Arm komplett ausstrecken. Jetzt öffne ich hier meine Finger und ich lasse das Schwert einfach runterfallen. Ich halte es so ein bisschen zwischen Daumen und Zeigefinger fest. Also einfach von hier runterfallen lassen. So, und jetzt den gleichen Weg gehe ich außen wieder nach oben. Also runterfallen lassen, außen wieder hochholen. Runter, hoch. Wir lassen das Schwert runterfallen, öffnen die Finger und holen es wieder hoch. Und das in einer fließenden Bewegung. Am Anfang könnt ihr es wirklich in 2 Schritten machen. Erst runter, dann wieder hochholen, runter, wieder hochholen. Aber dann macht ihr eine flüssige Bewegung. Komplette, einmal den Uhrzeigersinn. Jetzt wieder hoch. Wichtig ist, wenn ihr startet, zeigt die Klinge im Prinzip auf 12 Uhr. Ja? Wenn ihr jetzt die Drehung macht, den Spin, dass ihr auch hier wirklich genau wieder stoppt. Das ist nicht irgendwie so mal hier, so. Das ist Wischiwaschi-Technik, ja? Wir wollen aber eine saubere Bewegung haben. Das heißt, wir stehen, Spin, Stopp. Spin, Stopp. Das muss man erstmal entwickeln. Darum auch die Übung, die wir am Anfang gemacht haben. Aber allgemein, diese Spins sind genau die Übungen, die wir dafür brauchen, um dieses lockere Handgelenk und den Griff für das Schwert zu entwickeln. Das war der Spin vorwärts. Jetzt machen wir natürlich genau denselben Spin rückwärts. Das heißt,
Wir gehen wieder außen, lassen ihn runterfallen und wieder hoch. Wir gehen außen, lassen das Schwert sozusagen runterhängen und holen es wieder hoch. Also im Prinzip genau dasselbe, nur halt rückwärts. Wir lassen es hier runterfallen und holen es hier wieder hoch. Runter, wieder hoch. Runter, wieder hoch. Wir haben den äußeren Spin gemacht, ja? Das bedeutet außen von meinem Arm. Hier an meinem Arm geht das Schwert vorbei, vorwärts und rückwärts. Das gleiche machen wir jetzt nach innen. Das heißt, es geht auf der Innenseite von meinem Arm vorbei. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn das Schwert länger ist, dass ihr euch das nicht gegen das Kinn haut oder so, ja? Oder wenn ihr das mit so einem Besenstiel macht. Das heißt, genau dasselbe. Wir gehen hier runter, bumm, das Schwert zeigt nach unten und wir gehen jetzt hier innen an meinem Körper wieder hoch. Und dabei sollte der Arm gestreckt bleiben. Runter, wieder hoch. Hier runter, dass es richtig auf den Boden zeigt und dann wieder hoch. Also jetzt hier innen am Körper und wieder hochholen. Also im Prinzip beschützt ihr euch hier, ja? Wenn ein Stich kommt von der Seite, könnt ihr euch damit beschützen. Oder wenn einer einen Laser auf euch schießt und ihr zufällig ein Laserschwert habt, abwehren, abwehren, abwehren. Und wie gehabt, das gleiche rückwärts. Also nicht vorne runter, sondern jetzt gehen wir hier zum Körper runter und holen es hier wieder hoch. Zum Körper runter, hier wieder hoch. Runter, hochholen. Wir hatten jetzt den äußeren Spin vorwärts, den äußeren Spin rückwärts, den inneren Spin vorwärts, den inneren Spin rückwärts und jetzt packen wir beides zusammen. Außen und innen. Damit macht man so eine Art 8. Ja? Man malt so eine 8, so ein Unendlichzeichen, diese liegende 8, weißt du? So, und da drehen wir jetzt mal außen, innen, außen, innen, außen, innen, außen, innen, außen, innen, zack, 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 zack. Ich fange jetzt langsam an und werde dann immer schneller. Also wir gehen außen nach innen, außen nach innen und dabei werden wir immer schneller. Letztes machen wir diese gleiche 8, nur halt andersrum. Das heißt rückwärts. Das heißt, wir gehen jetzt außen rückwärts, nach innen rückwärts. Außen, innen. Außen, innen. Außen, innen. Außen, innen. Außen, innen. Und immer schneller. Und wie gesagt, wundert euch nicht, wenn das nicht gleich so flüssig aussieht. Ja? Da muss man wirklich lange für trainieren, dass diese Bewegung flowig wird. Ihr müsst den Flow mitnehmen von dem Schwert. Und dafür braucht man eine Zeit, weil, wie gesagt, das Schwert sollte eine Verlängerung von eurem Arm werden. Und wenn ihr nicht gewohnt seid, mit sowas umzugehen, wundert euch nicht, wenn es irgendwie erstmal so aussieht. Ja? Aber Übung macht den Meister. Wenn ihr das zu Hause mit einem Besenstiel oder einem Stock übt, ja? Man kann leicht in dieses hier reinfallen, dass man einfach so ein bisschen so rumfuchtelt. Sieht ja auch cool aus dann, ja. Aber wenn ihr wirklich, wenn es eine Technik sein soll, die ihr mit einem Schwert ausführt, ja, müsst ihr immer darauf achten, dass euer Arm gestreckt ist. Weil ihr wollt aus dem Schwert die maximale Reichweite rausholen. Und das tut ihr nicht, wenn ihr jetzt mit so einem halb angewinkelten Arm macht. Ja, das sieht gleich unprofessionell aus. Und jeder, der Ahnung davon hat, wird es sehen. Also versucht immer, den Arm schön zu strecken, die Reichweite von dem Schwert oder dem Stock auszunutzen
Weil dann ist es eine richtige Technik. Ja, also die Noobs könnt ihr mit sowas vielleicht beeindrucken. Ja? Die Leute, die keine Ahnung haben, dann denken die, oh, der kann ja voll damit umgehen. Aber wenn euch jemand sieht, der mit dem Schwert umgehen kann, der sieht sofort, okay, das ist Bullshit, was ihr tut. Darum achtet darauf, dass ihr die Techniken vernünftig macht. Und dass ihr auch nicht hier irgendwie mal bis hier und mal bis da, ja, sondern die Technik, der Stock ist so lang, dass ihr sie wirklich beendet, wo sie angefangen hat. Das war das Tutorial für die Basic Katana Spins, Schwertspins. Funktioniert mit einem Stock genauso oder mit einem Laserschwert. Ja? Also ich hoffe, euch hat das gefallen und sollte eine Zombie-Apokalypse ausbrechen, ja? Seid ihr alle jetzt gut vorbereitet. Weil bei der Zombie-Apokalypse, wenn ihr mit einer Schusswaffe gegen den Zombie schießt, der läuft trotzdem noch auf euch zu. Aber wenn ihr mit so einem Katana ihn erstmal in 2 Hälften geschnitten habt, wenn ihr mit dem Katana ihn in 2 Hälften geschnitten habt, ohne Beine oder so läuft es sich nicht so gut. Darum in der Zombie-Apokalypse immer nur mit Katana unterwegs sein. Und ja, Tutorials für Grundschläge, ja, und zwar wirkliche Grundschläge, Basics, vertikale Schnitte und so weiter, die werden noch auf diesem Channel kommen. Aber ich weiß ja, ihr wolltet erstmal lernen, wie ihr damit cool rumfuchtelt. Also viel Spaß beim Üben und abonniert diesen Kanal. Peace out, wir sehen uns im nächsten Video.